Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Es gab ein riesengroßes IP-Adapter Plus Update und es gibt eine Downside, aber auch eine Upside der Medaille. Die Downside ist, die alten Workflows funktionieren alle nicht mehr. Es war ein Breaking Change. Ja, wir müssen alles umbauen. Die gute Seite ist, wir kriegen jetzt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, wie wir den IP-Adapter Plus in unsere Workflows einbauen können und verschiedene Varianten von Bildern herausbekommen können. So. Die nächsten Videos werde ich wahrscheinlich ein bisschen splitten. Wir nehmen heute mal die IP-Adapter Basics vor. Dann habe ich noch geplant, Face ID zu zeigen, das Embedding zu zeigen oder die Variante mit den Embeds. Ich habe vor, den Tiled IP-Adapter zu zeigen und die Batched-Varianten. Die nachfolgenden Videos werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Aber in diesem Video zeige ich euch mal, wie die Technik jetzt mit dem IP-Adapter so funktioniert und wie man sie anwenden kann. Zur Installation. Ja, ladet euch den über den Manager runter, falls ihr es noch nicht habt. Ansonsten kriegt ihr das Update auch über den Manager. Und wichtig im Vorfeld zu wissen ist jetzt hier mit den ganzen Models. Die IP-Adapter-Models, die man hier runterladen kann, haben die korrekte Benamsung hier. Die kommen in euren IP-Adapter-Model-Folder rein im Comfy UI. Die Face-ID-Varianten genauso. Die Face-ID-LoRa's kommen natürlich in euren LoRa-Ordner hier rein. Ich habe die noch gesplittet bei mir. Ihr könnt die da reinpacken, wie ihr wollt. Das funktioniert dann. Auch hier stimmen die Benamsungen schon. Die würde ich so lassen. Was aber ein bisschen unterschiedlich ist hier die Clip VidH und Big G Varianten für Clip Vision. Wenn ihr die runterladen wollt, dann heißen die beide jeweils Model Safe Tensors. Deswegen empfehle ich hier, oder es sollte gemacht werden, einmal hier diesen Namen rauskopieren, also Steuerung C, dann auf Download klicken, Steuerung V, den hier unten eintragen und dann speichern, und zwar in eurem Clip Vision Folder, nicht Clip, sondern Clip Vision. Hier drüber ist der Clip Folder, das kommt aber in den Clip Vision Folder und dann sollte das Ganze funktionieren. Warum? Da werden wir gleich zu kommen. Und damit springen wir auch schon mal direkt ins Comfy UI. Ich lade uns mal einen Basic Workflow, bereite hier ein paar Dinge vor, um euch mal die Anwendung des IP-Adapters zu zeigen. So, ich nehme hier schon mal einen Seed von 0, sage hier Fixed. CFG drehe ich mir ein bisschen runter. DPM, PP2M und Keras. So. Die Anwendung des IP-Adapters ist jetzt also grundlegend eigentlich ziemlich einfach. Wir haben weiterhin unseren IP-Adapter-Ordner. Wir können hier einen IP-Adapter wählen. Das Ganze, was der braucht, ist ein Model. Gut, das haben wir hier unten. Das ziehen wir da mal rein. Er gibt ein Model aus. Okay, das können wir in den Sampler reinpacken. Als IP-Adapter, was schlägt er uns hier vor? Aha, wir haben einmal den IP-Adapter Model Loader. Den nehmen wir hier nicht, sondern wir nehmen den Unified Loader. So. Und hier sehen wir schon, okay, der hat auch einen Model Input. Dann hängen wir die mal so um. Und wir brauchen jetzt noch natürlich für den IP-Adapter ein Referenzbild. Sagen wir Load Image. Hier nehme ich mal die Woman with Sunglasses. Und das ist es im Prinzip schon. Ich wähle mir noch jetzt für die Demos hier das Epic Realism SD 1.5 Model aus. Drücke mal Q Prompt. Prompt habe ich bewusst so gelassen. So, das Ding rattert los. Und wir kriegen ein IP-Adapter gestyltes Bild. So, hier im Unified Loader haben wir jetzt die Möglichkeit, also mehr oder weniger automatisch uns die richtigen Models rauspicken zu lassen anhand einer für uns besser lesbaren Variante. Face Models machen wir erst im nächsten Video, wenn es um Face ID geht. Aber wir sind jetzt gerade hier auf Light mit einer Low Strength. Wir können Medium Strength, wir können VidG nehmen für eine Medium Strength und wir können Plus nehmen für eine Medium Strength. Und der IP-Adapter Unified Loader kümmert sich selber darum, welche Models wir dafür brauchen. Also es bedeutet, wenn wir jetzt hier Light SD 1.5 Only Low Strength ausgewählt haben, dann kümmert er sich auch um das Laden der Clip Vision Models. Wenn wir jetzt zum Beispiel VidG Medium Strength nehmen, müssten wir ja in der alten Variante, hätten wir dann noch das VidG Model auswählen müssen. Das passiert jetzt hier aber automatisch. So, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Plus High Strength. Lass das nochmal laden und wir kriegen unser IP-Adapter stilisiertes
meine Güte. So, Bild. Interessant zu wissen ist, wir können jetzt auch einfach on the fly hier zum Beispiel ein SDXL-Model nehmen. Zum Beispiel, ich nehme mal Proteus, sage hier unten, ich möchte 1024 mal 1024 im Latent haben, drücke Start und das Ganze funktioniert nach wie vor noch. Also wir müssen uns gar nicht mehr um das Laden der richtigen Models kümmern hier, sondern das übernimmt der Unified Loader für uns. So, da geht's los. Natürlich ein bisschen langsamer, ne? Doppelte Größe an Bildberechnung. Aber wir sehen schon, SDXL-Model gepickt, sonst nichts geändert, außer natürlich hier unsere SDXL-Maße. Aber wir bekommen jetzt die korrekt angewendeten IPA-Models sowie das korrekt angewendete ClipVision-Model direkt aus dem Unified Loader. So, für dieses Video gehe ich aber zurück auf 1.5, weil damit können wir einfach mehr Bilder on the fly generieren. Ich lasse den nochmal laden und zeige euch mal, was der Unified Loader sonst noch so Tolles kann. Ich kopiere uns einmal den Sampler, mache einen zweiten da draus und wähle uns einmal eine Unified Loader, eine weitere hinzu. Wir können diese Unified Loader nämlich Daisy chainen und dann kümmern sich beide in der Kette darum, dass Models nicht doppelt geladen werden. Also wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Platz, weil ich brauche noch einen IP-Adapter zusätzlich. So, wir ziehen den IP-Adapter jetzt hier rein. Wir ziehen aber das Model von hier unten rein. Also nicht von hier oben, sondern von da unten. Und packen das hier weiter durch. Jetzt können wir hier nämlich zum Beispiel sagen, wir wollen hier mal das Standard Medium Strength verwenden. Natürlich brauchen wir noch unser Referenzbild, klar. Und wir brauchen unser Model. So, was wir jetzt an der Stelle nämlich haben, ist unser Loader bekommt auch unser Basismodel hier unten zugesteckt, aber wir haben die IP-Adapter gechained, sagt man das so? Also eine Daisy-Chain angewendet. Und zwar ist das für unseren RAM sehr erfreulich, weil wir jetzt nämlich das ClipG-Model auch nur einmal laden müssen. Und wir sehen jetzt hier die Unterschiede zwischen den beiden Varianten. So, ich räume hier nochmal eben wieder auf. Das brauchen wir alles nicht. Das hier ist, glaube ich, noch korrekt eingestellt. Ja, viel interessanter wird es, wenn wir den IP-Adapter hier wegschmeißen und dafür den IP-Adapter Advanced einsetzen. So, auch hier connecten wir mal eben alles. IP-Adapter zu IP-Adapter, Model zu Model. Das Model können wir schon mal in den Sampler schicken. Wir brauchen unser Reference-Image hier rein und damit sollte das genauso funktionieren wie vorher. Es wird nochmal neu generiert, aber am Bild wird sich nichts ändern. Da, zack. So, wir können nämlich jetzt hier die Weight-Types manipulieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier Reverse In-Out nehme und mal den Prompt ein bisschen anpasse und sage Woman at the Seaside, Sunset, Golden Hour, natürlich auch den Negative ein bisschen. So, das Ganze dann mal laufen lasse. Dann sehen wir zum Beispiel, dass mit Reverse In-Out wir viel mehr Einfluss vom Prompt kriegen und nicht vom Bild. Das heißt, wir können hier auch ruhig ein bisschen höher mit dem Weight wieder gehen und kriegen dann ziemlich coole Kombinationen zwischen unserem Input-Bild und unserem Prompt. Wir haben hier auch noch verschiedene andere Easing-Funktionen. Ease-In zum Beispiel bedeutet, dass der IP-Adapter am Anfang stark in das UNet eingreift, während Ease-Out natürlich das Gegenteil ist. Hier greift der IP-Adapter eher gegen Ende in das UNet ein. Und wie ihr seht, kriegen wir hier schon ganz interessante, unterschiedliche Bilder. Ich habe dafür auch mal einen Workflow gebaut gehabt. So, wenn ich den einfach mal laufen lasse, das ist so ein ähnliches Setting, wie wir es gerade auch hatten. Ihr müsst jetzt auch schnell losgehen, weil das Model sowieso schon geladen sein müsste. Jo, da rattern die Sampler einmal los, die können wir laufen lassen. Am Ende kriegen wir dann einen Vergleich wie von unserem, also vom selben Referenzbild und vom selben Prompting, allein dadurch, dass wir hier die Weight-Types verändern, was das für einen Einfluss auf die Bildgenerierung hat. Wir sehen es hier schon, ne? Sind alle ähnlich, aber auch unterschiedlich. So, das letzte läuft durch. Gucken uns mal das Ergebnis an.
Und hier sehen wir schon, dass wir ziemlich gute Dinge reißen können, indem wir einfach nur den Easing-Type anpassen. Was wir auch machen können, ist, wenn wir nochmal ein zweites Bild dazu nehmen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da, dieses Bild. Und einen zweiten IP-Adapter und einen zweiten Loader und die ganzen Geschichten miteinander verbinden. Dann können wir hier zum Beispiel sagen, wir wollen eine Standardstärke haben. Wir wollen dieses Reference-Bild dafür haben. Wir ziehen das Model hier runter. Und wir lassen das Ganze einmal durchlaufen. Jetzt kriegen wir eine Mischung aus beidem. Aus beiden Bildern. Wir können dann aber hier zum Beispiel sagen, wir wollen natürlich eine andere Stärke haben, aber mit der Regelung von reinen Stärken zu Bildern beschäftigen wir uns in den Embeds. Aber viel interessanter ist, dass wir hier zum Beispiel sagen können, wir wollen einen Strong Middle haben und hier ein Weak Middle. Und das Ganze kombiniert sich dann auch komplett unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn wir hier ein Ease In nehmen und hier den Strong Middle lassen, dann kriegen wir auch hier wieder ganz andere Bilder. Hier sagen wir mal Reverse In Out und wir sagten eben, wir können hier ein bisschen hochdrehen. Ich gucke mal, dass unser Prompt ein bisschen besser durchkommt, wenn wir hier zum Beispiel noch sagen, wearing a white dress. Ändert sich ein bisschen was. Wir gehen hier mal ein bisschen mit dem Weight runter. Und da kommt so langsam unser White Dress raus. Der Hintergrund ist noch ein bisschen von hier genommen. Ja, aber die Kombinationsmöglichkeiten sind hier schon auch ziemlich cool. Natürlich können wir auch immer noch sagen Start-Add und End-Add für die unterschiedlichen IP-Adapter hier. Was wir auch machen können ist, wo wir gerade schon dabei sind, wir können natürlich weiterhin die Attention Masks verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten mal nur die Hälfte eines Bildes haben. So. Und ich nehme einen Mask Blur, weil wir den brauchen werden. Wir werden einen Invert Mask brauchen. So. Das heißt, wir sagen jetzt, wir wollen die Attention Mask original auf den ersten anwenden und die Attention Mask umgedreht auf den zweiten. Auch dann können wir natürlich weiterhin mit den Masks arbeiten. Ich gehe mal hier besser wieder auf die Stärken 1 und 1, damit wir es besser sehen. Stelle wieder hier alles auf linear um. Damit müssten wir eine ganz gute Mischung bekommen. Und hier sieht man schon ganz gut, dass unser Bild jetzt geteilt ist an der Stelle hier. So, ein weiterer Punkt ist, ihr habt vielleicht gesehen, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, oder beziehungsweise, dass es keine Noise Option mehr gibt. Die Noise Option ist auch woanders hingewandert. Und zwar haben wir jetzt hier eine extra IP-Adapter Noise Node. Und was die macht, kann ich euch mal kurz zeigen. Es wird uns nicht sehr überraschen, die generiert Noise. Und zwar in unterschiedlichen Varianten. Wir können hier zwischen Fade, Dissolve, Gaussian und Shuffle auswählen. Wobei Shuffle die Variante ist, die damals als hier so Float-Eingabefeld im alten IP-Adapter verwendet wurde. Also wenn ihr da wieder zurück wollt, dann ist das Shuffle. Ansonsten könnt ihr hier auch ein bisschen rumspielen. Wir können jetzt hier auch ein bisschen Blur anwenden. Wir können die Stärke, an 0 ist, da kann man gar nicht mehr von Stärke reden, aber wir können die Stärke anpassen. Und dadurch kriegen wir unterschiedliche Noise. Das dient dazu, dass wir dem IP-Adapter, der eigentlich im negativen Bereich mit schwarzen Bildern trainiert wurde, dem können wir hier dadurch ein Noise Latent überreichen, was dann die Generation, also die Generierung der Bilder noch ein bisschen kontrollierter vonstatten laufen lässt. Ne, ihr habt gesehen, wir können diese Noise hier ins Image Negative reinhängen. Das sind dann die Negative Embeddings, die dadurch beeinflusst werden. Und das hilft dann beim Denoising-Prozess im UNet. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt, unser Bild wird jetzt hier mehr oder weniger ignoriert, weil wir haben hier Plus High Strength, wir haben hier Shuffle. Ich wundere mich gerade ein bisschen, warum das hier
gerade so ignoriert wird. Ah, natürlich. Kleiner Fehler. Wir haben hier also beziehungsweise nicht wir haben die Attention Mask hier reingeknallt, sondern das war durch das Löschen der Nodes. Natürlich dürfen wir hier an der Stelle keine Attention Mask drin haben. Dann kriegen wir auch wieder unsere Einflüsse. Sorry, ich habe jetzt gerade ein bisschen rumgerätselt, aber dadurch, dass wir dieses ganze Mask-Konstrukt gelöscht haben, hat sich ComfyUI automatisch hierhin verbunden. Wir haben natürlich eine leere Maske gekriegt. Das heißt, der IPA wurde auf nichts angewendet und somit haben wir ja in der Generierung des Bildes ihn komplett ignoriert. So, ich packe nochmal die Noise dazu. Und ihr habt gesehen, wir haben etwas schärferes Bild gekriegt. Was auch helfen kann, ist, wenn wir hier vorne ins Image Optional auch noch unser Bild reinhängen, dann sehen wir nämlich, dass wir hier eine Noise, beziehungsweise man sieht es in einem anderen Noise-Generator ein bisschen besser. Wenn wir zum Beispiel auf Gaussian wechseln, dann sehen wir hier, dass unser Ursprungsbild mit Rauschen belegt wird und wir kriegen jeweils andere Ergebnisse. Und hier können wir natürlich auch noch sagen, wir wollen den Blur rausnehmen, wir wollen alles ein bisschen schärfer haben. Damit nehmen wir Einfluss auf die Generierung des Bildes oder wir wollen ein bisschen weniger Einfluss dieses Rauschens auf die Bildgenerierung haben. Damit können wir ziemlich viele Varianten rauskitzeln aus dem Ganzen. So, was auch noch weiterhin funktioniert ist, wenn wir nochmal eine zweite Load Image Node wieder nehmen. Wir wählen wieder diese, jene, welche. Wir sagen einmal, ich gebe es immer falsch ein, Image Batch. So, wir können natürlich auch wieder mehrere Bilder miteinander mischen, die hier ins Positive reinschieben und das Ganze dann laufen lassen. Dann kriegen wir eine Mischung aus beiden Bildern kredenzt. Ja, wir haben hier unsere Woman with Dirty Face. Wir haben aber die Ohrringe aus dem anderen Bild. Hier hinten kommt ein bisschen das noch durch. Unterschied zu vorher ist, dass wir natürlich nur noch einen IPA verwenden, um das Ganze zu codieren. Und hier können wir aber jetzt auch mit den Combine Embeds rumspielen. Normalerweise werden die konkateniert, wir können sie aber auch addieren, subtrahieren, averagen und normalized averagen. Und normalized average ist zum Beispiel immer ein ganz guter Wert, der ganz schöne Ergebnisse erzielen kann. Add und Subtract ist, glaube ich, mehr so ein bisschen Spielerei. Kann man aber trotzdem mit rumprobieren, um zu schauen, welche Bilder man irgendwie generieren möchte. Das kommt ja drauf an. Ne? Subtract ist zum Beispiel gerade irgendwie ziemlich cool. Jetzt können wir zum Beispiel hier auch wieder hingehen und den Weight-Type ein bisschen ändern. Wir sagen jetzt Reverse In-Out, drehen dann das Weight nochmal ein bisschen hoch, damit unser Prompt vielleicht durchkommt. Ja, ist nicht so schön. Sagen wir mal Ease In, das heißt, wir benutzen den IPA am Anfang stark und nach hinten hin weniger. Nee, Strong Middle vielleicht. Nee, da tut sich auch nicht so viel. Wir bleiben mal bei linear, aber sagen zum Beispiel mal, wir averagen das Ganze. Und dann kriegen wir wieder einen Durchschnittswert. Also das meinte ich damit, wir können unglaublich viele Kombinationen machen. Ich meine, wir gucken uns jetzt gerade hier die Kombinationsmöglichkeiten eines IPAs an. Ich könnte hier noch zum Beispiel sagen, ich möchte erst ab 25% in die Bildgenerierung eingreifen. Ne? Wenn ihr euch jetzt wieder vorstellt, einen zweiten dahinter zu hängen mit einem anderen Model und einem anderen Weight-Type und eventuell anderen Embeds, die dann kombiniert werden. Also die Möglichkeiten hier sind gar mannigfaltig. Nee, so werde ich nichts finden. Ich wollte nochmal eben eine Noise Note dazwischen klemmen. So, wir nehmen jetzt zum Beispiel mal das hier, nehmen das als Negative, geben ein bisschen Blur drauf, sagen Shuffle, so wie es vorher war. Ja, und haben ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Gehalt bekommen. Hier steht es noch auf Average, Concat mit Noise. Ja, es ist, man kann es vermischen wie verrückt. So, ja, so wendet man im Prinzip den IPA, also die Basic-Variante oder Basic-Variante jetzt an. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte nochmal eben auf ein paar Kniffe kommen, was man nicht machen sollte.
Wir wissen, wir können hier Unified Loader miteinander chainen. Was hier aber auch passieren kann, ist, dass wir einfach einen Model Loader, einen IPA Model Loader, ne, den kann man auch hier reinhängen, muss dann aber auch ClipVision benutzen. Den kann man im IPA selber anwenden. Den kann man nicht in einem Unified Loader anwenden. Wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, hier auch mit einem irgendeinem 1.5er Model, dann patsch, ist es kaputt. Was sagte der da? Inside Face. Okay. Es funktioniert also nicht. Also diese IP-Adapter Input, das ist richtig, ne? Dieser IP-Adapter Input hier an der Stelle im Unified Loader ist nur dafür da, um Unified Loaders zu chainen. Was man auch machen kann, ist einen ClipVision Loader hier unten noch mit reinhängen, obwohl man hier einen Unified Loader hat. Technisch geht das. Es verursacht auch keinen Error. Allerdings, was im Hintergrund passiert ist, dass ClipVision zweimal geladen wird. Einmal im Unified Loader, einmal hier unten. Primär wird, glaube ich, dann der hier genommen, aber der hier hat ihn umsonst geladen. Deswegen, wenn ihr den Unified Loader in den IP-Adapter hängt, kein ClipVision verwenden. Da kümmert sich der Unified Loader drum. Wenn ihr einen IP-Adapter manuell laden wollt über diesen Model Loader, dann müsst ihr hier unten auch wieder einen ClipVision Loader kredenzen. Wir nehmen mal das IP-Adapter 1.5 Model, hängen das direkt hier rein. Das ist im Prinzip das gleiche, nur dass wir uns dann die Kombination selber auswählen können und dann funktioniert das wie gehabt. Ne? Nur, dass ihr es Bescheid wisst. Es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, dass man die Möglichkeiten hat, die Dinger zu chainen, aber es ist nicht der gewünschte Fall. So, wir bauen es nochmal so wie gerade eben. Zack, zack. So, also das hier. Ups. Falsch. Das hier nicht machen. Böse. Macht Bang. Gut, ja. Probiert selber mal rum, spielt ein bisschen rum. Schaut mal, was ihr für tolle Kombinationen herausfinden könnt. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich glaube, Face ID wird das nächste sein. Und dann mal gucken, ob es die Embeds sind, ob es der Tiled IP-Adapter ist, ob es die Batched-Varianten sind. Schauen wir mal. Ich bemühe mich auch, möglichst schnell die Videos rauszubringen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Hoffe ich doch. Macht es gut und tschüss.